This video is in German language. For an English explanation, please switch on the English subtitles. Nach meinem letzten Video hatte ich noch einige Ideen, wie ich weitere Musterplatten erstellen konnte. Und Leder hat mich doch sehr inspiriert. Hier erstelle ich ein eher grobes Leder. Dafür nutze ich dieses Modellierwerkzeug mit einem kugelförmigen Kopf. Das hat sich als sehr nützlich herausgestellt. Die Schwierigkeit ist hier, dass das verdrängte Fimo die andere Reihe natürlich wieder etwas verändert. Das muss man dann nachbearbeiten. So sieht das dann fertig aus. Das hatte ich jetzt im Ofen, denn ich benutze ofenhärtendes Fimo. Hier bearbeite ich das nochmal mit dem Dremel etwas nach. Falls ihr die Geräusche gerade im Hintergrund hört, ja, ich sitze gerade in der Küche und koche. Diese Musterplatte ist natürlich wieder etwas aufwendiger, weil viele Details wieder vorhanden sind. Aber je länger man daran arbeitet, desto besser ist das Endergebnis. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Dremel dann nochmal zu benutzen. Denn die Linien zwischen den Löchern waren mir hier noch zu dick und so kann ich sie etwas schmäler machen. Hier zeige ich euch nochmal den Unterschied zwischen dem geschliffenen und dem ungeschliffenen Teil. Die Zwischenräume habe ich dann einfach mit einer Zahnbürste noch gereinigt. Am Ende des Videos seht ihr dann wieder die Ergebnisse. Hier benutze ich so eine kleine Holzplatte, damit diese Musterplatten nachher ein bisschen einheitlich aussehen. Gleichzeitig hilft das Fimo zu stabilisieren, damit das nachher auch schön gerade ist. Ich meine, es macht jetzt nichts, wenn die Größe ein bisschen variiert, aber ich fand es einfach schöner so. Die Idee hinter der Holzplatte war ja eigentlich und ursprünglich, dass das nachher beim Pressen etwas fester ist und mehr Stabilität hat. Nach dem Backen haben sich allerdings einige Fimo-Teile von den Holzplatten gelöst. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass es nicht unbedingt nötig ist. Von daher müsst ihr ausprobieren, wie es euch am besten passt. Ich möchte jetzt so eine Ziegelwand erstellen. Da habe ich jetzt hier schon mal so einen Ziegelstein vorbereitet. Der war auch schon im Ofen. Jetzt nutze ich etwas Epoxidharz. Kleber geht allerdings auch und ein Stück von einem Zahnstocher, um mir daraus so eine Art Stempel zu machen. Wie man sieht, habe ich hier UV-Epoxidharz benutzt. Alles andere wäre nicht so schlau, denn wir haben doch keine Zeit. Nochmal kurz testen, ob alles auch schon fest ist und schon ist der Einsatz bereit. Die spitze Ecke schneide ich jetzt noch ab, damit ich mich auch nicht verletze. Und ganz wichtig ist hier auch Babypuder zu benutzen oder Maisstärke. Alles ein bisschen schön verteilen, damit es nachher nicht an meinem Stempel kleben bleibt. Denn das könnte die ganze Arbeit zerstören und ich müsste von vorne anfangen. So, wenn das schon vorbereitet ist, kann man auch schon anfangen. Das ist ganz einfach. Ich habe auch nicht abgemessen. Ich drücke das jetzt hier einfach in meine Masse rein und schaue halt, dass ich ungefähr immer den gleichen Abstand habe. Aber wie man sieht, funktioniert das ganz gut. Das Problematische ist halt wie immer, das Fimo, das Verdrängte, verformt sich etwas. Das muss man dann wieder in die ursprüngliche Form zurückdrücken. Aber im Großen und Ganzen war ich schon sehr zufrieden, dass meine Idee realisierbar war. Zum Schluss arbeite ich hier nochmal mit dem Modellierwerkzeug, einfach um noch ein paar Details herauszuarbeiten. Echte Ziegelsteine sind ja auch nicht glatt. Wobei das natürlich auch kein Muss ist. Ich denke, gut sieht beides aus.
Hier seht ihr nochmal kurz die Details der ersten Steine. Aber kommen wir zum nächsten. Als ich da mal so richtig in dem Projekt drin war, bin ich durch meine Wohnung gelaufen und habe die verschiedensten Muster gesucht und diese Wärmflasche gefunden. Und da musste ich sie einfach ausprobieren. Und ja, es funktioniert. Allerdings ist es hier noch wichtiger, dass ihr Babypuder oder Maisstärke auf die Wärmflasche bringt, weil sonst bleibt es leider wirklich kleben und mir ist es ein paar Mal passiert, was sehr ärgerlich war. So, den schönsten Teil werde ich jetzt aussuchen und den Rest schneide ich einfach weg. Aber kommen wir doch schon zum nächsten. Ja, man sieht, das ist hier ein sehr, sehr feines Muster und das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Probieren wir es doch gleich mal aus. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das alles gleichmäßig andrückt, weil sonst wird das Endresultat einfach nicht schön. Und gerade bei so feinen Mustern ist es dann schade, wenn nachher ziemlich viel fehlt. Und so sieht es dann aus. Für unser nächstes brauchen wir einen Schaschlikspieß. Denn es hat sich herausgestellt, dass er einfach viel besser, viel stabiler ist als ein Zahnstocher. Es war mir dann doch irgendwie zu wackelig mit dem Zahnstocher, dann hat er sich leicht gebogen, dann hatte ich Angst, dass er irgendwie abbricht. Deswegen habe ich dann einfach den Schaschlikspieß genommen und ja, auch einfach ausprobieren, aber ich denke, ihr werdet die gleiche Erfahrung machen. Und bei den restlichen Schritten gehe ich gleich vor wie vorher bei der Steinwand. Ich benutze wieder Epoxidharz und bringe den Holzstick einfach auf mein vorgefertigtes Blumenblatt auf. Das soll hier eine Lebensblume sein. Ja, das wird dann schon ein schwierigeres Muster. Es soll ja auch alles irgendwie gleich aussehen. Und ja, wenn man jetzt gerade keinen 3D-Drucker zur Hand hat, dann würde ich sagen, solche gleich aussehenden Muster sind die schwierigsten zum Herstellen. Das kann eine Maschine einfach besser. Aber ich wollte es probieren. So, der Stempel ist jetzt fertig. Hier habe ich eine größere Holzplatte gewählt, da die Fläche der anderen Holzplatte dann doch etwas zu klein war. Das Gute hier ist, falls ihr Fimo-Reste habt oder so, mischt die einfach zusammen, denn so habe ich das gemacht. Alles Fimo, was bei mir nicht mehr so schön aussah, habe ich zusammengemixt und die Farbe ist ja im Grunde egal, denn so verschwendet man nichts und hat auch noch was davon. Ich habe zwei verschiedene Größen vorbereitet, weil ich mir auch nicht sicher war, wie groß denn jetzt das Blatt der Lebensblume sein sollte. Habe mich aber dann für die kleinere entschieden, weil mit der großen bräuchtest du einfach eine viel, viel größere Fläche. Und ja, die kleine hat auch gut funktioniert. Hier habe ich noch kurz die Mitte abgemessen, und zwar von der unteren Spitze, weil ich brauche einen Anhaltspunkt, damit es nachher irgendwie ein bisschen gleich aussieht. Denn das kann ich jetzt auch gleich dazu sagen, je länger das hier dauert, also je weiter ich war, desto schwieriger wurde das Ganze auch. Aber naja, mir war vorher schon klar, dass es eine ziemlich schwierige Angelegenheit wird. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass beim ersten Step hier die untere Spitze von dem Blatt die Mitte ungefähr trifft, von dem ganzen Untergrund. Und dann kann man drauf aufbauen. Dann sollte das auch funktionieren. Aber nehmt euch auf jeden Fall eine Vorlage einer Lebensblume, damit ihr nachher nicht durcheinander kommt. Arbeitet so genau wie ihr könnt. Versucht, dass die Spitzen immer schön aufeinandertreffen. Aber ich gebe euch einen Tipp, seid nicht zu perfektionistisch, denn es ist Kunst und es darf einfach nach Handmade ausschauen. Und ja, das ist wirklich mein Tipp, weil ich bin da auch leider immer so, dass alles ganz genau passen muss und das ist halt einfach schwierig. Ein Mensch ist ja kein 3D-Drucker. Mit diesen zwei Tools habe ich dann nochmal nachgebessert und alle Stellen
verschönert, die mir noch nicht so gefallen haben. Auch da kam mir mein Perfektionismus in die Quere und ich musste dann irgendwann aufhören, weil ich glaube, ich hätte noch Stunden dran arbeiten können. Und es hat auch Spaß gemacht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann reicht es halt. Am wichtigsten war mir der Untergrund und wie die Blätter nachher aussehen sollen, dass sich da keine extra Linie durchzieht. Wie gesagt, am Ende des Videos seht ihr das Ergebnis. So, hier habe ich eine einfache Kugelkette benutzt und sie einfach in das Fimo gedrückt, so gerade wie möglich. Und wie man sieht, kann man das mit jeder x-beliebigen Kette machen. Für die nächste Mustermatte benutze ich den Extruder. Und dafür wähle ich hier diese Scheibe mit dem Loch aus, mit dem kleinen. Ich brauche 2 so schlangenartige Formen, die ich nachher einfach zusammendrehen werde. Und dafür ist es natürlich super, wenn das ganz genau gleich aussieht, damit ich auch überall gleich viel Masse habe. So, dieses Teil habe ich jetzt natürlich gebacken. Jetzt drücke ich das wieder in meine Masse rein und nach jedem Reindrücken drehe ich das aber einmal in die andere Richtung. Denn das Ergebnis soll nachher so eine Art Wolle sein. Ich sag ja, ich habe wie wild gesucht, was ich alles noch an Mustern erstellen könnte. Und ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viel es letztendlich geworden sind. Wenn ihr das gezählt habt, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. So, hierfür habe ich eine Leinwand benutzt. Man sieht, das ist auch wieder ein sehr, sehr feines Muster. Ich kann es kaum mit der Kamera einfangen, aber es ist vorhanden. Ah, na schau, hier sind sie eh alle. Also, ja, es ist einfacher zu zählen. Und ich glaube, ich habe ein paar leider nicht im Video, aber die waren jetzt auch nicht so speziell, dass ich sie hätte herzeigen wollen. So, fangen wir an mit dem Leder. Und das ist ja echt mein Lieblingsteil, diese ganzen Sachen auszuprobieren. Wie man sieht, es ist ziemlich grob und es ist auch noch nicht das perfekte Leder, das ich gesucht habe. Aber ich finde das schon ganz gut. Wie gefällt es euch? Ich finde, es passt auf jeden Fall sehr gut und man kann damit Lederschlaufen, so wie hier, herstellen oder irgendwelche Lederanhänger. Ja, ich bin gespannt, was mir dazu noch alles einfällt. Hier ist eine der Ketten. Und hier die Steinwand. Und man sieht, dass die Details sehr schön rauskommen und es hat eine richtig, richtig schöne Tiefe. Aber testen wir doch mal die Wolle. Hier ist unser Leinwandmuster
Wie gesagt, es ist schon schwach, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Ich kann es nur schwer mit der Kamera einfangen und in Natura schaut es richtig, richtig gut aus. Die Kugelkette. It's magic. Das hier war unsere Geschenkbox, unsere blaue von vorher. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich finde, man könnte es auch super als Schlangenhaut oder Echsenhaut verwenden. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Das hilft mir und meinem Kanal sehr. Und finally die Blume des Lebens. Und hier unsere Wärmflasche. Und ich finde, sie hat ein ziemlich starkes Muster gemacht. Das habe ich vorher gar nicht gezeigt. Hier habe ich einfach von den Holzplatten nur die Kante immer wieder reingedrückt. Und das hat, ja, das Muster finde ich richtig cool, weil das sieht aus wie so eine Holzwand. Wäre jetzt natürlich noch schön gewesen, wenn ich da noch mehr Details reingearbeitet hätte. Für Kooperationen bin ich offen. Schaut gerne in die Kanalinfo auf meiner Homepage, findet ihr meine E-Mail.